Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. So, darauf haben wahrscheinlich viele von euch schon lange gewartet, denn den restlichen Kram kennen viele von euch auch schon. Aber dieses Mal geht es um Pointer und Pointer sind wirklich so ein Ding, das findet man fast nur in C, mittlerweile zumindest. Denn die sind nicht ganz intuitiv und auch nicht ganz so einfach zu verstehen. Deswegen, falls ihr es nicht ganz verstanden habt, einfach nochmal das Video angucken oder wenn ihr eine konkrete Frage habt, könnt ihr mich natürlich auch jederzeit fragen. Okay, aber so schwer sind sie eigentlich dann doch nicht, wenn man sie mal verstanden hat. Und ja, dazu brauchen wir als erstes mal irgendeine Variable, zum Beispiel unseren Integer a mit einem Wert 20. So, das ist noch kein Pointer. Jetzt kommt ein Pointer. Dazu nehmen wir auch wieder den Typ int und sagen Sternchen Pointer oder auch oftmals abgekürzt mit PTR. Okay, so, was ist unser PTR jetzt genau? Dieses Sternchen vorne dran sagt, das, was hier drin steht in Pointer, das ist nicht eigentlich ein Integer oder sowas, sondern es ist ein Zeiger, also ein Pointer auf Englisch. Er zeigt auf einen anderen Integer, zum Beispiel unseren Integer a. Noch nicht, aber das wird er gleich. Und was dann explizit hier drin steht in unserem Pointer, ist die Speicheradresse von unserem Integer a. Also wirklich die physische Adresse von unserem Integer a, beziehungsweise nicht ganz die physische Adresse, aber man kann sich so vorstellen. So, und was wir jetzt dazu machen, ja sage ich schon, ist, wir sagen, Pointer ist gleich und a. Das ist dieses kaufmännische und mit diesem und a bekommt ihr die Adresse, also wo euer Integer a in eurem Speicher platziert wurde. Also von C, von dem Compiler, von dem Programm. Nicht vom Compiler, eigentlich vom Programm. Okay, so, und wenn wir das Ganze jetzt mal ausgeben, dann sieht es sehr, sehr wirr aus. Also wir können hier zum Beispiel sagen, normalerweise gibt man Speicheradressen mit %x aus, das sind hexadezimale Zahlen. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wo denn unser und a liegt und wo unser Pointer liegt. Dazu will ich das Ganze eigentlich in einer neuen Zeile haben. So, schauen wir uns nochmal an, was unser Pointer ausgibt und was unsere Adresse von a ist. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal hier her und ignorieren diese Fehlermeldung, weil wir hier ein unsigned int erwarten. Bei %x gibt wie gesagt hexadezimal aus. Unsigned bedeutet, dass es nicht negativ ist, aber das ist uns völlig egal, denn wir wissen, 20 ist positiv und ein Pointer ist auch immer positiv. Deswegen braucht man da nicht drauf achten. So, und jetzt geben wir uns das mal aus und wir sehen, dass das genau dasselbe ist. Also es hat genau funktioniert. Wir haben sozusagen die Speicheradresse von unserem Integer a ausgelesen. Also ihr wisst jetzt, dass das a an 6cc4b0b4 liegt. Wenn ihr genau wissen wollt, wie hexadezimal und so weiter funktioniert, schaut euch meine anderen Videos an. Ich habe da ein paar dazu gemacht. Aber im Prinzip ist das nicht so wirklich wichtig. Es ist vor allem wichtig, dass wir den Speicher hier zugewiesen haben. Der ändert sich auch. Also wenn ich das Programm jetzt nochmal ausführe, dann liegt er woanders. Also jedes Mal, wenn ich das Programm ausführe, habe ich plötzlich den Integer an einem anderen Ort gespeichert. Und das ist natürlich dann zur Laufzeit immer anders. Gut. Was man jetzt, oder warum man diese Dinger überhaupt haben möchte, ist, weil man da relativ viel mitmachen kann. Also ich kann auch, wenn ich einen Pointer habe, kann ich natürlich auch den Wert wieder auslesen. Und das kann ich machen, indem ich hier zum Beispiel einfach wieder ein Sternchen vorne dran schreibe. Also wenn ich ein Sternchen vor einem Pointer schreibe, später als bei der Definition hier oben, hier unten zum Beispiel, wenn ich es ausgebe, dann passiert das hier. Wir sagen gcc first und geben es aus und plötzlich steht hier der Wert 14 drin. Achso, klar, wir haben ja immer noch ein Hexadezimal. Warum sagt mir da niemand was? Wir wollen natürlich nicht 20 in Hexadezimal ausgeben, dann kommt wirklich eine 1,4 raus. Aber ihr könnt es mal umrechnen, wenn ihr wollt. Wäre eine gute Übung. Aber wenn wir das Ganze als normale Dezimalzahl ausgeben, dann kriegen wir hier 20 raus. Wir können auch hier oben hergehen und sagen, wir hätten gerne 20 als Hexadezimal. Das geht auch, indem wir einfach 0x vorne dran schreiben. Und dann das Ganze hier als Hexadezimal ausgeben und dann bekommen wir hier auch 20 raus. Aber ist egal. Auf jeden Fall, das war jetzt gerade verwirrend wahrscheinlich. Ignoriert, was ich gesagt habe über Hexadezimal zuweisen. Auf jeden Fall, wir können mit einem Sternchen vor dem Pointer wieder auf den eigentlichen Wert von der Adresse zugreifen. So, jetzt ist natürlich das Problem, dass wir nicht immer einen Integer hier haben oder so, sondern wir wollen zum Beispiel auch mal einen Character oder so benutzen. Das heißt, wir haben hier ein char a und da steht zum Beispiel ein a drin, denn sonst wird er ja nicht a heißen. Und jetzt haben wir hier unseren Pointer, der pointet auf ein char.
Und wenn wir das jetzt uns ausgeben lassen, ein Char hat genauso irgendwie einen Speicherort wie ein Pointer, wie ein Integer einen Speicherort hat. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir, aha, wir bekommen auch einen Speicherort. Diesmal ist er sogar ganz komisch. Und wenn wir jetzt aber hier, okay, wir können hier natürlich wie immer, das habe ich euch sogar schon gezeigt, wir können hier wie immer auch den Char in Dezimal ausgeben lassen. Wir können aber auch ganz einfach hier hergehen und C sagen. Also wir wollen uns einen Character ausgeben. Und schon haben wir hier ein A stehen. Super. Funktioniert natürlich auch, wenn ich hier einen Pointer auf einen Float habe oder einen Pointer auf einen Double oder. Also ihr könnt euch da wieder mal an allen Typen bedienen und deren physische Adressen oder fast physische Adressen rausfinden. So, ja, das war's erstmal zu Pointern. Probiert da mal ein bisschen rum, ob ihr so ein bisschen mit den Adressen klarkommt. Ist egal, wo jetzt die Dinger genau stehen, das ändert sich sowieso jedes Mal. Aber das Umbiegen, dass ihr zum Beispiel hier sagt, ich hätte noch gerne ein, jetzt machen wir wieder mal Integer hier raus, also int a und ein Pointer, int Pointer. Und dann haben wir noch ein int b und der ist dann wieder gleich Sternchen Pointer. So, was das jetzt macht, ist folgendes. Wir können hier einfach mal b ausgeben. Achtung, wieder als Dezimal oder als Ganzzahl. Und wenn wir das jetzt ausgeben, dann kriegen wir hier auch wieder... Oh, ups. Ja, okay, ein kleines a ist 97. Wir können hier auch einfach 42 reinschreiben. Funktioniert genauso. Also wir können hier einen neuen Integer auf einem Pointer aufbauen lassen und so weiter und so fort. Und ja, wirklich eine richtige Anwendung habt ihr jetzt noch nicht gesehen. Die zeige ich euch im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr habt verstanden, was Pointer sind. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.